Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf meinem Main-Account, der momentan Stufe 765 ist. Und hier ist es jetzt bereits schon soweit. Auf F9 haben wir bereits heute schon die Events, die ansonsten morgen erst überall am Start sind. Unter anderem halt auch Hexentanz. Hexentanz hatte ich eben gerade schon schon schön von profitiert. Ihr seht, mein Inventar ist wieder schön leer, bis auf die epischen Gegenstände, die wir hier noch für die Toilette weiterhin brauchen, ist hier soweit alles leer gefegt. Und ansonsten sah das ja hier auch die letzten Tage aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und deswegen, ist hier soweit alles schon mal aufgeräumt, fertig. Aber viel wichtiger ist halt, warum das Ganze? Ich brauche halt das Hexentanz-Event, um halt eben Dungeons zu pushen. Und zwar wollen wir in den Sandsturm rein. Auf dem Main immer ganz was Besonderes mit den Dungeon Fights, weil hier wirklich sehr selten mal irgendwie ein Gegner liegt. Und wenn er liegen sollte, ist hier wirklich immer monatelang Abstand dazwischen. Aber im Sandsturm sind die Gegner erstmal noch nicht ganz so schwer und wir können noch ein paar besiegen. Warum mache ich das Ganze? Ja, ich habe eigentlich jetzt nur auf das Hexentanz-Event gewartet, damit wir gleich die Items aus dem Sandsturm verkaufen können für doppelten Wert. Und wir haben ja immer noch eine Rechnung offen. Und zwar, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass wir die Trophäe hier bekommen haben, die Unsterblichkeitstrophäe aus dem Legendary Dungeon für die 6 Zero Death Runs, die wir hier erreichen mussten insgesamt. Ja, diese Trophäe brauchte ich, weil das ein Teil von einem bestimmten Titel war, auf den wir jetzt halt eben auf der Jagd sind, und zwar für den Legendentitel. Ja, den Legendentitel bekommt man nur, wenn man diese 4 Trophäen hier in seinem Wandschrank hat, beziehungsweise schon freigeschaltet hat. Und dafür brauchten wir unter anderem die Unsterblichkeitstrophäe. Hätten wir diese jetzt nicht bekommen, dann hätten wir jetzt auch nicht den Legendentitel holen können, denn wir brauchen unter anderem halt eben einmal noch die Glück- und Glory-Trophäe. Das ist nur eine Frage der Zeit. Da steigere ich jeden Tag hier den Fortschritt um 2 Punkte, weil hier brauchen wir halt eben 5 Gegner, die wir in Folge in der Arena besiegen müssen. So, ne? Das ist halt eben jetzt eine Frage der Zeit, bis wir das haben. 2 Punkte erreiche ich hier jeden Tag, weil wir 10 Gegner pro Tag in der Arena Erfahrung bringen. Und genau, die schalten wir dann halt automatisch frei. Und dann fehlt uns nur noch jetzt hier die Dungeon Master Trophäe in Gold. Und hier seht ihr bereits schon, wir brauchen 2000 Dungeon-Gegner insgesamt, um diese Trophäe auch frei zu schalten. 1966 haben wir jetzt hier momentan gerade am Start. Und das ist der aktuelle Fortschritt bei mir für diese Trophäe. Wenn wir diese auch noch haben, dann haben wir hier quasi alle 4 Trophäen freigeschaltet und haben den Legendentitel. Ja, das heißt, wir werden jetzt am Wochenende, und zwar am Samstagabend, werden wir Dungeons pushen auf den Main, und zwar live auf Twitch. Also falls ihr da dabei sein wollt, dann merkt euch auf jeden Fall, am Samstagabend sind wir da am Start. Ich denke mal, ich bin mal so, weiß ich nicht, vielleicht so um 18, 19 Uhr, vielleicht so rund um so online, und dann machen wir so bis kurz vor 0 Uhr am Samstag. Am Sonntag sind wir auch nochmal live. Dort allerdings machen wir dann auf EU25 das Avatar Race. Da bin ich auch bis 0 Uhr dann online für euch, und dann werden wir hier das Finish dann zusammen live im Stream mit beobachten. Aber das ist halt erst am Sonntag. Ja, also Samstag, Sonntag gibt es wieder fette Streams auf jeden Fall. Aber am Samstag dann halt erstmal, wie gesagt, der Dungeon Push. Und da werden wir dann live im Stream die restlichen Dungeons auf meinem Main clearen. Beziehungsweise werden wir so weit versuchen zu pushen, bis wir die 2K Dungeon Gegner vervollständigt haben. Wenn wir das haben, dann fehlt uns nur noch das Ding hier. Und dann haben wir den Legendentitel. Und das ist ja im Prinzip das, worauf ich halt gegangen bin beim Legendary Dungeon. Warum ich den unbedingt innerhalb der 10 Tage haben wollte, diesen Pokal hier, damit wir als erster hier den Legendentitel freischalten. Und wir werden auch der Einzige sein, der den auf diesem Server haben wird, denn es hat kein weiterer die Unsterblichkeitstrophäe in Gold erlangt. Das heißt, es hat kein zweiter neben mir 6 Zero Death Runs gemacht.
Und deswegen werden wir bis wahrscheinlich zum nächsten LD, falls da Leute dann diese Trophäe sich in Gold holen, den Titel alleine tragen auf diesem Server hier. Und wir werden auch der Erste sein, der den Titel hat. Ja, weil ihr seht ja auch hier, dass man den halt so auch in Shiny bekommen kann, den Titel. Und das ist, wenn man unter den Top 3 ist. Und wir sind sogar der Erste dann von den Top 3, der diesen Titel dann haben wird. Deswegen wird das auf jeden Fall sehr cool. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf, dass wir das Ganze ja, zusammen machen können. Und für die Leute, die nicht dabei sein sollten bei dem Dungeon Push hier auf Twitch, werden wir daraus dann ein Video machen, wie dieses jetzt hier. Da werden wir dann live im Stream, werden wir dann ein Video machen, werden uns die Dungeon Fights anschauen und werden daraus dann einen kleinen Zusammenschnitt machen. Das heißt, die Leute, die nicht das verpassen wollen, können sich das im Nachhinein hier auf YouTube dann reinziehen, ja, den Dungeon Push, weil das ist schon was Besonderes. Wie gesagt, auf dem Main ist es halt wirklich selten. Ich hatte teilweise wirklich Monate, bis wir hier die nächsten Dungeon-Gegner besiegt haben. Jetzt wird es auch erstmal dauern, hier weiterzukommen. Mein Bertram hat zwar jetzt schon fast bald die kompletten Steine beisammen. Es dauert nicht mehr lange. Hier warte ich noch auf die restlichen großen orangen Edelsteine, dass wir in der Schattenwelt vielleicht noch ein paar Gegner mitnehmen können. Aber leichter sind jetzt erstmal hier die Etagen im Sandsturm. Aber das heißt auch nicht, dass die leicht sind, weil ihr seht ja auch hier, die Gegner machen auch ordentlich Aua, ne? Also die machen schon gut Damage. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die mir aus dem Ärmel schüttel hier jetzt die Gegner. Also die werden auch echt eine Herausforderung, wenn man sich hier so ein paar jetzt anschaut, hier ein paar Fights, ne? Das ist echt nicht so einfach, aber trotzdem werden wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen, um halt das Ding hier zu vervollständigen, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten hier in der Post, beziehungsweise hier, seht ihr ja, was ich hier letztes Jahr 2025, ich habe mir jeden Gegner gespeichert, also aus der Schattenwelt, was ich hier gelegt habe, ne? Das sind nicht viele Gegner. Das sind, falls das jetzt alle sind, hier 1, 2, das ist Sandsturm, 3, 4. Ja, ich habe 4 Gegner in der Schattenwelt letztes Jahr gelegt. Und das war's halt. Deswegen ist es schon wirklich immer was sehr Besonderes auf dem Main hier. In der Schattenwelt auf jeden Fall, im Sandsturm, gut, geht mal zwischendurch schon mal einer. Man muss halt hier perfekt critten, zweimal, man darf selbst nicht gekrittet werden und das gilt hier wirklich bei jedem Gegner. Also wenn der Gegner anfängt und crittet, dann bin ich One-Shot, immer. Ich muss halt zweimal critten und darf nicht gekrittet werden. Und muss halt auch wirklich mit maximaler Spanne critten, ansonsten wird es nichts. Also die Fights werden, glaube ich, echt ein bisschen kompliziert werden. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das schaffen, weil die sind alle so auf selber Stufe so ungefähr. Ja, und es sind halt nicht mehr so viele Etagen, die noch offen sind. Und meistens sind halt auch wirklich nur die Krieger und die Kundschafter Blocker. Und die Magier dazwischen sind Free-Try meistens, weil die nicht viel aushalten. Die sind meistens immer noch ein bisschen leichter. Deswegen sind die dann for free. Ja. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt war das perfekte Szenario da. Aber wir haben halt leider nicht perfekt gekrittet. Also wir müssen wirklich mehrere Kriterien erfüllen, damit wir hier uns die Gegner noch schnappen. Das sind jetzt wirklich sehr krass schlechte Tries gerade hier. Weil die letzten Male, wo ich hier mich ein bisschen durchgepilzt habe, da ging es tatsächlich einigermaßen gut. Da war jetzt einer dabei gewesen, sehr schön. Haben wir jetzt wieder einen mehr und leider auch wieder einen Kundschafter. Genau, die switchen immer auch so durch zwischen Kundi, Magier, Krieger, meistens so, aber manchmal kommen auch 2 von derselben Klasse hintereinander. Das ist natürlich dann ein bisschen RIP. Aber genauso gut können auch mal 2 Magier hintereinander kommen. Das ist natürlich dann ganz vorteilhaft, ne? Genau. Und so werden wir versuchen, dann am Samstagabend dann hier den großen finalen Push hinzulegen für unseren legendären Titel, den wir dann hier ausrüsten werden. Ne? Gut, das soweit dazu. Dann habt ihr soweit erstmal die Informationen und ich verabschiede mich jetzt erstmal soweit. Bis Samstag ist ja eh noch Hexentanz auf dem Main hier, Sonntag dann nicht mehr, durch F9 halt eben. Ne? Deswegen müssen wir das spätestens bis dahin gemacht haben. Und ja, am Samstag, wie gesagt, dann so im Stream ab 18 Uhr bin ich circa live.
machen wir dann die Dungeons hier und am Sonntag bin ich auch circa um dieselbe Zeit live und da gucken wir uns dann das Finish an auf EU25 in Bezug auf das Avatar Race. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Perfekte Pilzzahl erreicht, 4200, so muss das sein. Ja, und bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.